Yep, ungefähr so sieht das aus, wenn ich nach einem langen Arbeitstag tot ins Bett falle. Und es ist auch gerechtfertigt, denn an dem Tag war wieder einiges los. Wie ihr vielleicht schon in meiner letzten Morgenroutine gesehen haben könntet, ist mein Frühstück immer ein klein wenig chaotisch. So sieht im Moment mein Frühstück immer aus. Meistens gleich, aber sehr, sehr lecker. Die Kinder sind meistens am Frühstücken und am Show gucken und meistens auch schon angezogen. Jedenfalls so, dass sie bis 9:10 Uhr fertig sind und dann geht es auch schon zum Kindergarten. Die beiden Älteren setze ich dann in so einem Drive-Thru am Kindergarten ab. Das heißt, die Kinder werden aus dem Auto geholt, auch ganz witzig. Good morning. How are you guys? You ready? Bye. Can I help you? Got it? Awesome. Can I help you down? Great day. Woo! Have a good morning. Bye. Und dann geht es für mich und den Kleinen zum Fitnessstudio. Er wird 1 Stunde betreut und ich mache mein Fitnessprogramm. Und anschließend geht es dann für uns beide nach Hause. Manchmal schaffe ich es auch in einer halben Stunde, mich umzuziehen. Manchmal gammeln wir auch einfach nur in der Gegend rum und lesen Bücher, was er liebt. Oder wir albern ein bisschen rum oder gehen raus. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und dann geht es schon wieder ins Auto, um die großen Geschwister vom Kindergarten abzuholen. Nachdem wir sie eingeladen haben, fahren wir dann allesamt wieder nach Hause und dann beginnt so eine kleine Rush-Hour, weil alle hungrig sind und müde sind und alles ein wenig stressig. Wundert euch nicht über die wechselnden Outfits, ich musste das gerade wegen dem Stress an verschiedenen Tagen filmen. Der Kleine kriegt meistens ein Peanut Butter and Jelly Sandwich. Das mag er sehr gerne und damit ist er gesättigt. Meistens merkt man ihm an, dass er ganz schön müde ist. Manchmal trödeln wir hier ein bisschen rum und lassen uns Zeit beim Mittagessen machen. Und oft helfen mir die Kleinen dabei. Hier haben wir Bananen, Erdnussbutter, Pancakes gemacht sozusagen. Und sie durfte ihre eigene Schokolade drauf machen. So sieht ein fertiges Mittagessen aus. Das würde man in Deutschland eher als Snacken bezeichnen, aber so isst man hier zu Mittag. Es ist eher eine Art Snack. Den Kindern mache ich meistens dann eine Geschichte an meinem Handy an, weil die das einfach lieben, also auf Spotify zum Beispiel. Und dann weiß ich, dass sie sich nicht beim Mittagessen streiten, während ich das Baby zum Schlafen lege. Der Kleine kriegt noch immer Milch und die erwärme ich ihm kurz. Und dann geht es auch schon weiter. Der Kleine wird ein wenig frisch gemacht und in bequeme Schlafklamotten gesteckt. Dann kriegt er sein Fläschchen, wird ein bisschen hin und her geschaukelt und schläft im Großteil der Fälle ein. Wieder bei den Großen angekommen, gibt es dann meistens noch eine Art Snack oder ein Dessert oder ein Joghurt. Und dann machen sich die beiden nach ein wenig Trödelei fertig zu ihrer Quiet Time. Das bedeutet, sie beschäftigen sich 1 Stunde mit sich selbst und spielen alleine. Das ist sozusagen meine Mittagpause, in der ziehe ich mich um und mache mir endlich mein Mittagessen. An dem Tag war es nichts Besonderes, einfach ein ganz normales Sandwich. Oft mache ich mir auch gerne Wraps oder einen Salat oder einfach irgendwelche
Überreste von einem anderen Essen. Also das ist sehr, sehr variabel. Outfit Change, wup, wup. Nach dem ganzen Stress habe ich mir meine Pause mal wirklich verdient und dann ist so meine Social Media Pause. Das bedeutet, ich gammel mich auf die Couch mit meinem Handy, stalke Menschen auf Instagram, mache Selfies und lade sie auf Snapchat hoch. Das volle Programm eben, aber ich brauche diese Pause wirklich, denn das ist unfassbar anstrengend. Natürlich darf auch YouTube nicht fehlen. Am liebsten gucke ich zum Beispiel Ellen DeGeneres oder andere YouTuber. Und dann ist meine Pause auch schon vorbei, denn es wartet ein wenig Aufräumarbeit auf mich. Einfach Sachen, die sich über den Tag angesammelt haben, räume ich kurz weg. Zeitgleich und immer mal wieder mache ich dann ein bisschen Wäsche. Erneuter Outfit Change. Und die Wäsche muss dann natürlich auch wieder in die Kleiderschränke eingeräumt werden. Gegen 15 Uhr sind die zwei Großen mit ihrer Quiet Time fertig. Und das Programm variiert wirklich total. Hier haben wir zum Beispiel was gebacken, was ganz Besonderes. Und natürlich musste man die Schüssel auslecken. Und dieser Brownie war mit Abstand der beste, den ich je gegessen habe. Kein Spaß. Natürlich lieben die Kids auch malen oder wir spielen Fußball oder gehen raus auf den Spielplatz, treffen uns mit anderen Kindern oder wir alle lieben einfach kleine Tanzpartys. Gegen 17 Uhr lösen mich dann die Eltern ab und dann habe ich meinen Feierabend und entspanne mich erstmal, bis es zum Abendessen geht. Das war jetzt endlich mein wohl meist angefragtestes Video ever hier. Ich glaube, ihr habt jetzt einen ziemlich guten Eindruck, was meine Aufgaben sind. Jedenfalls so ziemlich eine Routine, denn die Tage sehen einfach auch immer anders aus mit so kleinen Kindern. Wenn ihr noch genauere Infos zu dem Au-pair haben möchtet, dann schaut doch gerne mal in die Infobox. Ich habe schon genug Videos darüber gemacht. Außerdem habe ich heute noch was ganz Besonderes für euch. Dieses Video ist nämlich in netter Zusammenarbeit mit Huawei entstanden. Deshalb habe ich heute die Chance, dieses Huawei Mate S an euch zu verlosen. Wie ihr das gewinnen könnt, findet ihr in der Infobox ganz detailliert beschrieben. Zum Beispiel könnt ihr damit ziemlich coole Selfies machen. Oder ihr könnt zum Beispiel Kurzbefehle machen, indem ihr mit eurem Fingerknöchel Buchstaben aufs Handy malt und dann öffnet das eine App. Also noch andere spannende Sachen und das verlose ich an euch. Viel Glück! Ich verlinke euch hier jetzt noch meine Morgenroutine aus Amerika, also alles, was vor diesem Video passiert. Und hier noch ein anderes Video und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao!